Ja, ich mach kurz eine Pinkelpause, hol kurz was zu trinken. Dann machen wir weiter. Dann gucken wir mal, ob wir mit Emem weitermachen oder mit Caleb. Aber das entscheiden wir gleich. Das war abenteuerliches Investigieren. Wir haben die Leiche für den Prinzen nicht geholt. Das ist halt gar nicht mal so gut.
So. Wunschcharakter? Ich glaube, wir machen mit Caleb weiter, oder? Nicht mit der Party Queen, sondern mit dem 200 Jahre alten Kameraden. Oh, so. Nachdem Code Red mobilisierte Hazel, der Prinz von Boston, alle ihre Ressourcen, um die Lage verstehen, bla bla bla, Gefahr einzuschätzen. Oh, wieso ist denn kein Ton mehr da? Könntest du aufhören, dich aus dem Wort zu drehen? Danke. Jeglicher Kontakt mit der Person, die den Alarm auslöste, ging verloren. Caleb muss zu Jason Moores Wohnung gehen, herausfinden, was passiert ist und Moore zum Prinzen bringen. Ja, Fähigkeitspunkte verteilen. Verfügbare Erfahrung 30. Also wir können eigentlich quasi gar nichts machen. Können wir in den Disziplinen wenigstens irgendwas tun? Ne. Machen wir das einfach so. Dann haben wir wesentlich über so ein bisschen. Aber nicht so richtig. Aber Schlussfolgerung und Weise ist er. Nice badge. Keep an eye on the elevator. I'm gonna go wait for forensics. Okay. Let me know when Oh, they get here. excuse me. Message from the sheriff. Prince asked Moore for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. Sammle Berichte über die Erstgeborenen. Tajum, Gilda, bla bla. Gerard, Powell, Dr. Richard. Okay, und was ist hier jetzt wieder Spannendes passiert? Das sieht ja auch nicht nach einem klassischen Sonntagabend hier aus. Oh, ich habe auch eine Marke. Okay. Habe ich sie den Typen im Fahrstuhl vielleicht abgenommen? That's not a good sign. Wird auch schön, diese Stromgenerator hier für diese eine Lampe. Gibt wahrscheinlich keine Steckdose hier im Flur. Special Agent Smith. The FBI. Finally, some backup. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Got it. The victim lost a lot of blood. Yeah, I'm still looking. Oh, da fehlt ein Stück. I'll finish here and then I'm on my way. Breathe. You're gonna be okay.
Lieutenant Anderson. I'm in charge of the investigation. Special Agent Smith, FBI. Really? Smith. Is that some kind of joke? No, why? Let it go. Never mind. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. Wo ist der Concierge? Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Who was the first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. Did you secure all the exits and entrances to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. Wieso weiß sie nicht, wie es in die Tiefgarage geht? Sie leitet den Bums hier, aber keine Ahnung, oder? Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. Waren da gerade Waffen im Hintergrund? What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Okay. Go on. We're still looking for the head. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. What case? You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. Das ungesehene Spüren. Mann, war das schwer. Wenn das ungesehene Spüren aktiviert ist, reicht es, wenn du einen nichtmenschlichen Charakter anblickst, um ihn zu identifizieren. Du kannst außerdem die von übernatürlichen Wesen hinterlassenen Spuren aufdecken und mehr über sie erfahren. Agent Smith from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. Aber hier im Fluss scheint nicht zu sein. Aber hier rechts ist eine nette Sammlung an Spielsachen. This sort of formal decor might impress Boston high society, but not me. Er hat das einfach noch erlebt, als es eingesetzt wurde. Kaffee, Lineal, oh, ein Portemonnaie. Boston Police District D4. Secret Paradise Suite Doyce Nobles First in the Nation. Notizbuch. Leutnant Mia Anderson. Jason Moore geht mit seinen Bodyguards. Jason Moore kehrt verwundet mit Bodyguard zurück, weist Adams Hilfe ab. Adam ruft 911 an. Tiefgaragenwächter sieht Moores Auto wegfahren. Baker betritt das Gebäude, befragt Adams. Leane kommt kurz danach. Wieso fehlt der Kopf? Identitätsnachweis, Trophäe, Beweis für die Auftragserfüllung, Frau und Tochter im Urlaub, bei Freunden, Fragezeichen. Wo sind die Bodyguards? Wieso wurden sie angeheuert? Geldwäsche, Angestellte, Nanny, Putzkräfte, Fragezeichen. Wunderschöne Wohnung, renoviert. Lydia ist Architektin. Wieso ist ihr Büro so klein im Vergleich zu dem ihres Mannes? Ja, es kommt halt nicht immer auf die Größe an. Auch nicht beim Büro.
Ja. Wunde genau betrachten. The blow came from behind. Der Schlag kam von hinten. He was decapitated. It was a pretty clean cut. Gut beobachten. The flesh is burnt around the bullet hole, over a wide area. He was shot at point-blank range. No doubt about it. Kurze Distanz angeschossen, Blut analysieren. There's almost no blood left in him. The injury was post-mortem, and the body must have been lying down. Hier auf ihn wurde geschossen, nachdem er tot war und schon ausgeblutet. Bullet wound in the right hip. A signet ring with a beaver on it. Moore went to MIT. A signet ring with a beaver on it. Moore MIT-Ring. went to MIT. Hat sich jemand ein gutes Messerset geholt, um Köpfe abzuschneiden. Warum steht neben jeder Lampe ein Generator? Das ist voll dusselig. Aura spüren. Moore's driver's license. Na, guck mal, so sah sein Kopf mal aus. Jason Morse, Specialist Banker. Geld, Dollar, Geld, Zeug. Aura spüren. There's a retainer here somewhere. Irgendwo ist ein Gefolgsmann, okay? Okay, seine Sinne funktionieren anders. Interesting. Ja. Vielleicht wollte jemand einfach seine Ideen klauen. Hat direkt den ganzen Kopf mitgenommen. One of the weapons is missing. Da fehlt ein Schwertchen. Das ist auch ein kleines Aquarium. Ey, da ist einfach ein Piratenschiff drin. My ship ended up at the bottom of the sea as well. Like my other lives. Galeb hatte auch mal ein Schiff. Okay. Wollen wir uns seine 300 Jahre alte lange Lebensgeschichte? Nee, wir spielen 3 verschiedene Charaktere in diesem Spiel. Und wir wechseln so ein bisschen Detroit Become Human mäßig. Wir ermitteln jetzt an einem anderen Ort. Mit Leisha haben... It'll pass. Don't worry. Mit Leisha haben wir schon... hatten wir das Vergnügen mit dem Großinquisitor. Ach ja, wir hatten noch was im Kodex. Die zweite Inquisition. Der geläufige Begriff, die zweite Inquisition, der sich mehr als auf ein laufendes Ereignis als auf eine bestimmte Organisation bezieht, bezeichnet unter Kindskindern die neue Welle gut ausgerüsteter Vampirjäger-Organisation. Die auffallendste Ausprägung dieser zweiten Inquisition und das, was Vampire für gewöhnlich mit ihrem Ausdruck meinen, ist die illegale und manipulationale Verschwörung zwischen Mitgliedern zahlreicher Geheimdienste und dem Vatikan zum Zweck der Jagd auf die Untoten. Genau. Also alle 3, also wir haben 3 Charaktere. Die 3 Charaktere ermitteln in diesem Code Red, der passiert ist, auf der Party, die wir eben besucht haben. Und jeder der Charaktere wurde vom Prinzen eine andere Aufgabe beziehungsweise einen anderen Ermittlungsort zugeteilt. Und die Charaktere haben auch unterschiedliche Fähigkeiten.
Sorry, I'm busy. weil sie unterschiedlichen Vampir-Clans und Familien angehören. Caleb gehört jetzt zu den Venture. Das ist eher so die sehr gehobene Klasse. Der Clan der Könige. Blaublütige. Und eben hatten wir Leisure gespielt. Malkavania. Der Clan des Mondes. Kinder Malkams. Die Wahnsinnigen. Die haben alle so ein bisschen psychologische und bla 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 Probleme. Weiß gar nicht, zu was Dings gehörte jetzt. Emen. Bereador. Ich habe ja diese Liste mit diesen ganzen Clans im Discord mal gepostet. Die sind ziemlich umfangreich, die gesamte Welt. Genau, quasi so funktioniert das hier You'll auch. need to ask the concierge how to get to the parking garage. He's the one who sent my colleagues down. Ah, okay. Das geht also von der Küche direkt in die Tiefgarage. Muss man die Einkäufe auch nicht so weit tragen. Ist doch einfach eine krasse Küche. Are you all right? Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then... give me a minute, and I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. Ja, ich mach wohl der abgeschnittene Kopf ein bisschen fertig. Ist Blut am Misch. There are bloodstains on the garbage chute. Hat ich mal den Kopf da reingeschmissen? There are bloodstains on the garbage chute. There are bloody prints on these bags. Okay, mehr kann ich zu den blutigen Müllbeuteln nicht sagen. Apfel. When I knew him, he took better care of himself. What's going on with him? Könntest du aufhören, da drüben rumzujammern? Wieso steht hier eigentlich überall Who'd Pizza? leave that lying around? Ja, mal einfach ein paar Fotos von der Aussicht. Still looking. Ah, guck mal, den könnten wir trinken. Why is the FBI interested in Moore? His name came up in several financial investigations we're working on. Looks like Lydia's planner. Lydias Terminkalender 2019. In case of emergency, call Para NDA. Ja, ist voll ärgerlich mit der Pizza. Lydia's life seems to revolve around June and her home in Costa Rica, with Jason often absent. Opa ist in Chantracé besuchen. Tschüss, Costa Rica. Traurig. June von Malunterricht abholen. Neues Buch kaufen. Streets von Catherine Bergman. Architekturprojekt. Boston Museum. Im Notfall Pura Vida anrufen. The apartment has changed since my last visit. Was ist denn das für ein Wohnzimmer? Manche Leute könnten ihr Haus in dieses Wohnzimmer stellen. They wanted to bring a little vacation back home. Das ist nur der Flur, okay.
Ich würde sagen, das ist ein sicherer Ort eigentlich. Aber wurde mir nichts angezeigt. Ah, das ist der sichere Ort. Natürlich. Gartenschuppen. Wir sind einfach in einem Hochhaus im 120. Stock und hier ist einfach ein Gartenschuppen. That must remind him of Costa Rica. It's a whole way of life there. Slow down and enjoy things, in contrast to Jason's life. Wisst ihr, was richtig traurig ist? Ich habe hier nur eine angefangene Rolle Klopapier. Ich kaufe dann morgen erstmal Klopapier. Oh, das ist aber nicht so toll ausgerüstet, dann die Hütte. Aber vielleicht haben die einfach nicht gewusst, was für ein Klopapier die Gäste bevorzugen. Hier ist überall nichts drin. Oh Gott, Tür. A real jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Das ist wirklich ziemlich Why are cool. you looking for peace, Jason? Pura wieder. Ah, 100 Meter bis zum Strand. Das versuchen wir aber mal nicht. I warned you, Jason. God, did I warn you? We destroy all that we touch. Fanti, Hallöchen. Ja, und da hinten sind die anderen Ermittlungen im Gange. Da hinten war Leisure bei den Hochhäusern. Jason, Lydia, and June. A little family all together. And in large format. His MIT class ring. Right where you can't miss it. The same one I saw on the body. Lydia. Radiant and beaming. June. Who looks more like Jason than Lydia. Jason, proud of his family and his success. Noch mehr Pizza. I have to question him. He's still freaked out. I don't think it's the right time. Notizbuch offers Hale Ethan Adams 60 Concierge, Butler. Gutes Verhältnis mit den Moores am Tatort anwesend. Moore kam gegen 2 Uhr morgens zurück, verwundet mit Bodyguards. Brauche mehr Infos, aber Mr. Adams stand unter Schock, fühlt sich schuldig, denkt, er hätte mehr tun sollen. Loyal, professionell, freundlich, oldschool, akribisch gebildet. Ja, alle Pizza muss ich essen. Somebody slept here.
keine übernatürlichen Auren. What a mess. Nobody's done the cleaning in ages. Mr. Adams? No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. I need you to answer a few questions for me. Yes, of course. What do you want to know? Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. Newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Okay, Jason Moore war also ein Mensch. Did Mr. Moore have many Macht das visitors? jetzt auch kein Sinn For mit a den man with Family. his status, it was nothing surprising. But, well, Yes. his visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Did he have any enemies that you were aware of? No, he was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. Mhm. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. Ob sie untreu war, werden wir mal nicht fragen. I imagine the girl left with her mother. Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day.
She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. What do you mean by acting tough? More than once I overheard them talking to Mr. Moore, like they were his boss. The world upside down. They worked for us, just like your dear Mr. Moore. I hope they won't find another job anytime soon. Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell, but nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Sehr schön. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Zwischendrin immer die gedanklichen Selbstgespräche sind auch sehr schön. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Ah, gut. Das ist der Flur. Anscheinend. Das ist wahrscheinlich der Empfangsbereich des Flurs da unten. Der Fernseher fehlt ja. A drafting table. That must be Lydia's desk. The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica. Pura Vida Extension Project. Oh, Jason. War das andere nicht auch Jason? Wo wir die Passwörter auf dem Handy hatten? Hat sich der Safecode schon wieder geändert? Ja, dieses Mal ist es Junes Geburtsdatum.
Bleib heute Nacht meinetwegen auf, Liebling, wie immer. Wir sehen uns einen Film an, vielleicht sehen wir uns, wenn wir wieder da sind. Ja, oder zum Mittagessen. Ich habe dir eine Notiz in den Kalender geklebt. Hast du sie gesehen? Ja, aber hast du mir gestern schon gesagt. Ich habe die Nummer für die Vorhänge vergessen. Kannst du sie mir schicken? Ja, morgen früh. Wieso schickt sie denn nicht einfach den Code und schreibt einfach, wieso schreibt sie denn, ja, morgen früh? Das ist ja, hä? Wir vermissen dich trotzdem Haus und dem Strand ja trotzdem. Heb ab, Lydia, machst du etwas nicht in so großer Entfernung. Ich muss mich erst beruhigen, wir reden morgen drüber. Los, heb ab. Nein, Jason. Jetzt denke ich dran, dass ich es June erzählen muss. Wie jedes Mal. Das ist schon das 3. Mal seit Weihnachten, dass du uns hast hängen lassen. Ich ertrage das nicht mehr. Dieses Haus ist für uns 3 gedacht. Nicht dafür, dass meine Mama hier auf June aufpassen kann. Bis morgen. June ist in der French School in Boston aufgenommen worden. Sie hüpft vor Freude rum. Fantastisch. Du bist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen? Nein, aber heute Abend. Ich freue mich schon. Wo bist du? Es ist schon 1 Uhr nachts. Lydia, können wir reden? Aber ruf mich bitte an. Ich habe verstanden. Okay, June hat heute Morgen geweint, weil du nicht hier warst. Was ist los? Ich weiß nicht, was du getan hast, aber wenn du nicht willst, müssen wir nicht drüber reden. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Das ist heute Abend, oder? Mom! Dad gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me, and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June. I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I'm sorry. I apologize for everything. I should have left. The 3 of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Was ist denn da abgelaufen? Ich hab gerade, ich muss mich erst berühren, verstanden. Nun, okay. June in Costa Rica. Erstmal Vogel catchen. Nuggis draus machen. Okay, was war das für eine Aufzeichnung? Welchen Abend haben wir denn jetzt nochmal? Steht nirgends. Interesting. Blut auf dem Fußboden. Jason, Lydia, June in Costa Rica, I think. Beam Channel. Ja, ist wirklich so. Ich habe das auch schon gesehen.
irgendwie, es heißt immer Hogwarts voll krass, voll nice und eigentlich passiert I've never been in this part of the apartment before. eigentlich jedes Mal in Hogwarts irgendeine kranke Scheiße, wenn die da sind. So, was ist überhaupt nicht sicher. Vertrauliche Akte Beryl Underwood. Beryl Underwood ist besonders herausforderndes Unterfangen, da er viel mehr über Finanzen weiß als ich. Er sieht mich als bloßen Untergebenen und ist mir gegenüber sehr misstrauisch. Er nutzt ganz sicher extrem sichere Netzwerke für seine ungewöhnlichen Geschäfte und es wäre ein Fehler, würde ich darauf verzichten. Das ist ganz schön viel Text, leider. Beryl, will you ever change? Seit mehreren Jahren sind Verbindungen zu Mittelsmännern der bewaffneten Miliz in Südamerika festzustellen. Darüber weiß ich nicht viel und würde mich hüten, Mr. Underwood dazu zu befragen. Aber die Vermutung, dass es darum geht, lokale Regierungen zu destabilisieren, die der Präsenz der von ihm kontrollierten Unternehmen feindlich gegenüberstehen, liegt nah. All dies deutet darauf hin, dass er nicht nur ein natürliches Gespür für Finanzen hat, sondern auch ein sehr tiefes Verständnis für die damit verbundenen obligatorischen Fragen. Beryl Underwood ist der Kasparov der Wirtschaft. Anderen immer einige Schritte voraus. Das macht ihn besonders schwierig zu durchschauen. Auch für mich. I understand better now. The prince asked more for a